Mehrsprachige Umfragen mit Easy Feedback aufbauen. Ich zeige dir kurz, wie du deine Umfrage in mehreren Sprachen anlegst, automatisch übersetzen lässt und dann an die Teilnehmer rausgibst. Fangen wir an. Also der erste Schritt ist, du brauchst als erstes mal deinen Fragebogen. Es empfiehlt sich, dass du komplett deinen Fragebogen in einer Sprache aufbaust, hier zum Beispiel in Deutsch, so bis zu dem Punkt, wo du inhaltlich zufrieden bist. Das macht es für die Übersetzung einfacher an der Stelle. Wenn du jetzt eine weitere Sprache hinzufügen möchtest, klickst du hier oben neben dem Fragebogen auf Texte und Sprachen. Hier bekommst du eine Ansicht der einzelnen Sprachen, die in der Umfrage angelegt sind. Aktuell haben wir nur eine Sprache und das Ganze ist aufgeteilt in die Begrüßungsseite, das heißt die Texte von der Begrüßungsseite. Wir haben hier die erste Frageseite, zweite Frageseite und so weiter. Also eine sehr komfortable Übersicht über alle Texte, die in der Umfrage vorhanden sind. Und wenn wir jetzt eine neue Sprache hinzufügen wollen, klicken wir einfach auf den Plus-Button und sagen neue Sprache. Wir hätten gerne Französisch und ausgehend von Deutsch. Es gibt nur Deutsch, also ist das die Sprache. Ich könnte hier aber auch, wenn ich jetzt bereits Deutsch und Englisch schon angelegt habe, immer Englisch als mein Master nehmen, weil ich von da aus adaptieren möchte. Seid ihr völlig frei. Genau, wir klicken auf Speichern und die zweite Sprache wurde angelegt. Das heißt, wir sehen jetzt hier in der ersten Spalte Deutsch, in der zweiten Spalte Französisch. Was direkt mit auffällt, die Fragen sind immer noch auf Deutsch, weil die werden von der Ausgangssprache rüber kopiert. So, und jetzt kann die Übersetzung stattfinden. Du hast die Möglichkeit, die Übersetzung jetzt hier selber einzupflegen, per Copy-Paste, oder aber automatisch übersetzen zu lassen. Und dazu klickst du hier auf den Translator-Button. Dann wird dir die Sprache angezeigt, die jetzt in der Sprachversion vorliegend ist. Wir sehen hier den gesamten Fragebogen. Du könntest auch zum Beispiel bestimmte Inhalte ein- und ausblenden, die nicht übersetzt werden sollen. Und dann wählst du die Sprache aus, in die übersetzt werden soll. Und wir wollen ins Französische übersetzen. Klicken auf Vorschau und die Übersetzung ist gestartet. Wir können jetzt hier, den nehmen wir mit rein, hier einmal einen Gegencheck machen, ob wir damit zufrieden sind oder nicht und klicken dann auf Übernehmen. So, und sobald wir auf Übernehmen geklickt haben, sehen wir hier diese farbliche Markierung an den Textfeldern, dass eine Änderung stattgefunden hat, und sehen halt jetzt hier die französischen Texte, dass die 1:1 übersetzt worden sind. Genau, und wenn wir mit der Übersetzung zufrieden sind, klicken wir auf Speichern und haben jetzt die Umfrage in 2 Sprachen angelegt. Und wenn wir noch eine dritte Sprache hinzufügen wollen, klicken wir wieder hier drauf und wir hätten gerne Englisch. Ach, nehmen wir Dänisch, warum nicht? Ausgehend von Französisch zum Beispiel, speichern das ab. Genau, und haben jetzt hier unsere dritte Sprache als Dänisch, immer noch die französischen Texte, weil ausgegangen von hier, und können jetzt hier übersetzen, dänische Vorschau. Jetzt haben wir dänische Texte, übernehmen, speichern und die Umfrage des 3 Sprachen. Das sind jetzt einmal die Texte, die innerhalb der Umfrage sind, also Fragen, Zwischentexte etc. Zu der Umfrage benötigen wir aber noch weitere Texte. Wir nennen sie Systemtexte, und zwar sind das beispielsweise eine Buttonbeschriftung, vor, zurück, eine Passwortabfrage, Fehlermeldung etc. Und hier seht ihr auch schon, das ist teilweise schon vorübersetzt von uns, beziehungsweise wird dann auch mit übersetzt. Da müsst ihr euch eigentlich gar nicht drum kümmern. Wenn ihr aber mal zum Beispiel hier einen Button anpassen wollt, dann könnt ihr hier einfach einen neuen Text reinschreiben, das dementsprechend die einzelnen Sprachen übersetzen lassen, so dass es halt auch mitgetragen wird. Genau, wenn wir jetzt zurückgehen in den Fragebogen, sehen wir jetzt hier wieder unsere Umfrage, die deutsche Variante, und dann kannst du hier oben zwischen den Varianten switchen und auch den Fragebogenaufbau in der jeweiligen Sprache anschauen. Und wie ihr es schon kennt, hier oben ist die Vorschau. Da sehen wir halt die fertige Umfrage, und sobald eine Umfrage mehrsprachig angelegt worden ist, haben wir hier oben automatisch diesen Language Chooser.
Das bedeutet, der Teilnehmer kann eigenständig zwischen den Sprachen wechseln und kann sich die Sprache aussuchen, wo er sich am wohlsten bei fühlt. Im Hintergrund haben wir eine automatische Spracherkennung. Das bedeutet, wir versuchen dem Teilnehmer immer direkt die richtige Sprache anzuzeigen. Funktioniert ganz einfach über den Browser. Wenn der Browser auf Deutsch eingestellt ist, wird die Umfrage in der deutschen Version ausgegeben. Ist der Browser auf Englisch eingestellt und wir haben kein Englisch, dann fällt das System auf eine Standardsprache zurück. Und diese Standardsprache, die kannst du selber definieren. Dazu gehen wir hier wieder in die Umfrage, gehen in die Einstellung und wenn wir jetzt nach hier unten scrollen zu der Mehrsprachigkeit, ist hier die Definition der Standardsprache. Das ist, wie gesagt, dafür da, falls kein Matching erfolgen kann, weil derjenige jetzt am Browser auf Englisch, können wir entscheiden, wenn das so ist, welche Sprache soll denn als erstes angezeigt werden. Ja, und damit kannst du das alles regeln, einstellen. Und du kannst aber auch definieren hier unten, ob derjenige überhaupt die Sprache in der Umfrage wechseln darf. Gibt ja mal Situationen, wo das nicht erlaubt ist, dann kann man den Language Chooser einfach deaktivieren, dann wird er nicht angeboten. Ich würde ihn eigentlich immer anbieten, weil es ist eine Komfortfunktion für den Teilnehmenden, dass er in seiner gewünschten Sprache oder präferierten Sprache die Umfrage ausfüllen kann. Also ganz einfach auf Texte und Sprachen, füg deine jeweilige Sprache hinzu, lasse die automatisch übersetzen, hast du weniger Arbeit, geht wesentlich schneller, habt ihr gerade gesehen. Und falls du mal einen Abgleich machen möchtest, ist es halt auch sehr komfortabel hier mit der Gegenüberstellung in den einzelnen Zeilen, dass man das schnell wiederfindet und schnell bearbeiten kann. So, ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Umfrage.